Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Am 4. August 2018 ist nicht nur die Ju-52 mit 20 Personen an Bord abgestürzt, sondern ein paar Stunden früher ereignete sich auch noch eine weitere Tragödie. Die ist fast ein bisschen untergegangen in dem ganzen Ju-52-Hype. Und nur weil es dort 4 Todesopfer gab und nicht 20, ist das meiner Meinung nach keine geringere Tragödie. Was ist passiert? Stell dir vor, du würdest beruflich einen Ferrari fahren oder sonst irgendeinen Boliden, jedenfalls einen mit unglaublich viel PS, der um jede Kurve kommt und ja, einfach ein super Auto ist und das du hervorragend beherrschst. Und jetzt willst du mit einem VW-Bus, mit einem älteren VW-Bus, mit deiner Familie in den Urlaub fahren. Ein Freund würde dir empfehlen, mit dem VW-Bus erstmal ein paar Runden solo zu drehen, bis du dich ein bisschen dran gewöhnt bist, bis du den VW-Bus wieder ein bisschen kennst und ein bisschen vertraut bist damit. Du würdest wahrscheinlich ablehnen und sagen, wenn ich einen Ferrari fahren kann, dann kann ich doch auch einen VW-Bus fahren. Das funktioniert vermutlich im Straßenverkehr, im Flugverkehr leider nicht. Und genau das ist einem damals 47-jährigen Familienvater passiert. Er war Testpilot bei einem Schweizer Flugzeughersteller, flog meistens Turbomaschinen, zum Beispiel die PC-21, wo man wirklich, wenn man merkt, man kommt nicht über eine Krete, einfach mal kurz ein bisschen hochzieht, Gas gibt und hochzieht und drüber ist man. Dieser Mann wollte zusammen mit seiner Familie, der Frau und 2 Kindern, einen Ferienflug nach Holland unternehmen und buchte dazu eine Socata TB10 von der lokalen Fluggruppe. Ich habe leider im Microsoft Simulator keine TB10, sondern nur eine Socata Trinidad, eine deutlich stärkere Maschine, aber man sieht trotzdem auch in dieser Trinidad, wie eingeschränkt die Sichtverhältnisse sind und wie tragisch das Ganze eben geendet hat. Der Pilot hatte insgesamt über 8000 Flugstunden, davon das meiste auf turbinengetriebenen einmotorigen Propellerflugzeugen. Auf einmotorigen Propellerflugzeugen mit Kolbentriebwerk in den letzten 2 Jahren vor dem Unfall lediglich 10 Stunden und keine einzige auf dem Unfallmuster Socata TB10. Der Cheffluglehrer seiner Fluggruppe hat ihm in einer E-Mail noch empfohlen, er soll doch vielleicht noch ein paar Platzrunden drehen, bevor er mit der Familie in den Urlaub fliegt, um sich mit der Maschine wieder vertraut zu machen. Das hat er offensichtlich in den Wind geschlagen. Er betankte am Morgen des 4. August das Flugzeug für eine Gesamtflugdauer von etwa 3 Stunden, wollte zuerst nach Basel, um den Zoll zu erledigen und dann eben weiterfliegen nach Holland. Auf den hinteren Sitzen saßen links seine Ehefrau, rechts ein Kind, vorne links saß natürlich er, der Pilot, und rechts neben ihm ein weiteres Kind. Um 9:44 Uhr rollte der Pilot mit der Hotel Bravo Echo Zulu Whisky von der Tankstelle zum Rollhaltepunkt der Piste 03 in Kegiswil. Kegiswil ist ein unkontrollierter Flugplatz, deswegen gibt es Blindübermittlungen und er meldete seine Absicht, in die Startposition zu rollen und zu starten. Nach dem Abheben stieg die HB-EZW mit einer Geschwindigkeit gegenüber Boden von ungefähr 70 Knoten. Es war heiß an diesem 4. August, wie wir bereits vom Flugunfall mit der Ju-52 wissen. Also die Density Altitude, die Dichtehöhe, hat dafür gesorgt, dass die Steigleistung etwa 8% reduziert war gegenüber der normalen Leistung. Daneben war das Flugzeug natürlich voll betankt und auch voll ausgelastet. Nicht Übergewicht, also er war absolut legal unterwegs, aber man muss natürlich wissen, an so einem heißen Sommertag, hot, heavy, high und humid, das sind so die 4 Faktoren, die dafür sorgen, dass die Leistung eines Flugzeugs eben nachlässt. Also heiß, schwer, feucht und hoch. Also je höher man kommt, desto schwieriger wird es, mit einer anständigen Steigrate zu steigen.
Das Flugzeug überflog den Kran nördlich des Pistenendes von Kegiswil und drehte dann auf einen Steuerkurs von etwa 60 Grad, folgte dann dem Flussverlauf der Sarner Aa in nordöstlicher Richtung. Der Pilot gab über Funk durch, dass er via Lopper in Richtung Emmen fliegen wolle. Warum er den Lopper als Ausflugroute gewählt hat, ist absolut nicht einsehbar. Wenn man schon weiß, man ist schwer und es ist heiß, die dichte Höhe ist erheblich, warum wählt man nicht den Ausflug über den Alpnacher See? Der ist nämlich auch möglich, der ist auch eingezeichnet auf der Karte von Kegiswil. Nach Erreichen des Alpnacher Sees nahm die HB-EZW auf einer Höhe von etwa 2.500 Fuß und unter Beibehaltung des Steigflugs natürlich einen nördlichen Steuerkurs in Richtung der Krete des Renkpasses ein. Bei der Annäherung der Krete, Geschwindigkeit immer noch um 70 Knoten, hatte das Flugzeug nur noch etwa eine Steigrate von 300 Fuß pro Minute, was absolut marginal ist. Die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen und auch ich selbst fliegen mit einer Navigationssoftware, also mit einem iPad. Und diese Navigationssoftware zeigt uns nicht nur an, wo wir sind, sondern auch, wie hoch wir sind und ob wir eventuell Gefahr laufen, irgendwo ins Gelände zu fliegen. Offensichtlich hat dieser Pilot so eine Software nicht verwendet. Vielleicht hat er gedacht, brauche ich nicht, bin ja schließlich Testpilot mit 8000 Flugstunden. Keine Ahnung, es kann auch sein, dass die Familie abgelenkt war, dass die Kinder Fragen stellten. Es ist ja möglich, dass sie ihren Papa sehr selten gesehen haben und jetzt sind sie endlich mal zusammen unterwegs in den Urlaub und dürfen mal mitfliegen. Und das könnte natürlich durchaus sein, dass da etliche Fragen waren. Man müsste natürlich in einem solchen Fall, das sollte man sowieso immer tun, wenn man mit Passagieren fliegt, dass man ihnen sagt, in der Start- und in der Landephase bitte Ruhe, da muss ich mich konzentrieren. Complacency nennt sich das Ganze, Selbstgefälligkeit. Man ist sich gewöhnt, man weiß, man ist ein super Pilot, man hat schon viele, viele Stunden überlebt, es ist nie was schiefgegangen, also wird es auch diesmal gehen. Leider ein Irrtum. Um 9.50 Uhr kollidiert das Flugzeug mit den Baumkronen auf dem Renkpass und stürzt etwa 200 Meter in die Tiefe. Das Flugzeug, das voller Kraftstoff ist, fängt natürlich an zu brennen, wobei die 4 Personen sind an dem Polytrauma gestorben, das es beim Aufprall eben gegeben hat. Die Obduktion des Piloten hat keinerlei Auffälligkeiten in medizinischer Hinsicht ergeben. Das heißt, der Mann war gesund, er war auch nicht alkoholisiert. Eigentlich wäre alles in bester Ordnung gewesen, wenn er sich nicht überschätzt hätte und gedacht hätte, naja, wenn ich beruflich ständig einen Ferrari fahre, dann werde ich doch wohl mit einem VW-Bus zurechtkommen. Großer Irrtum.